Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Ja, hallo zusammen zu diesem Video von mir. Ich weiß, es hat wieder ewig lang gedauert, bis ich zu diesem neuen Video gekommen bin, aber im Augenblick habe ich die Apokalypse Now auf der Arbeit, also das ist echt nicht mehr schön. Trotzdem möchte ich mir jetzt einfach mal die Gelegenheit geben oder nehmen, nochmal ein Video für euch zu machen. Und das werde ich jetzt tun. Und zwar geht es diesmal wieder um ein Produkt von Coilmaster. Und zwar dieses hier. Das ist der Coilmaster 314 Clapton Coil Maker. Der Dampfwolke hat ja auch schon ein Video dazu gemacht. Ich packe euch den Link dazu in die Videobeschreibung, also in die Infocards zu diesem Video. Da findet ihr dann auch die ganzen anderen Coilmaster-Produkte, die ich bisher so getestet und bewertet habe. Und ja, bisher war ja auch immer so mein Fazit meistens, dass es entweder wirklich sehr praktisch ist oder zumindest, sagen wir mal, das Dampferleben vereinfacht. Es gibt ja auch noch weitere andere Coilmaster-Produkte, die ich hier so rumliegen habe. Zum Beispiel diese Tragetasche oder sowas. Also Coilmaster macht schon recht gute Sachen, die einem schon mal den Alltag vereinfachen. Jetzt ist die Frage, gehört dieses Produkt auch dazu? Und dazu machen wir wieder den altbekannten Ablauf. Ich werde euch das Ganze mal zeigen, wie das funktioniert, also funktionieren soll. Und dann machen wir wieder ein Fazit und am Ende gibt es auch noch was zu gewinnen. Also jetzt mal ein Cut, damit wir direkt in die Detailansicht können. Bis gleich. Ja, das ist also der Coilmaster 314 Clapton Maker in seiner Umverpackung. Ihr seht hier einen einfachen Pappkarton mit Bedruck. Das ist die Front. Auf der Rückseite haben wir dann ein paar Produktspezifikationen, Social Media, die Echtheitsüberprüfung und so weiter und so fort. Ist also von der Umverpackung her erstmal nichts Spannendes. Deswegen gehen wir direkt mal ins Innere. Und da finden wir zum einen den Coilmaster 314 selber, diesen ja, stiftartigen Gegenstand, sowie in so einem Tütchen zwei Ersatzfutter für die Drahtspannung. Die zeige ich euch aber gleich, die muss ich jetzt nicht auspacken. Gut, schauen wir uns das Gerät erstmal selber an. Ja, das ist auch wieder so, wie es dann wahrscheinlich vor euch liegen wird. Wir haben hier unten eine Skala von 0 bis 5 Inch, wobei wir nur 4 Inch benutzen können werden. Hier haben wir dann die beiden Wellen mit Futter und Überwurfmutter sowie zwei Arretierungsknöpfe auf der Seite, ja, mit denen wir verhindern können, dass sich diese Wellen drehen. Das werden wir dann beim Einspannen brauchen. Auf der Seite hier haben wir dann 3 Öffnungen, um Draht einzuführen, sowie einen Wahlschalter, zu dem ich jetzt gleich komme. Wir gucken aber erstmal nach hier hinten, wo wir erstmal hier diese Gumminoppen haben, die sozusagen auf glatten Oberflächen Halt verleihen. Ja, wenn ihr das zum Beispiel auf einem Glastisch verwenden wollt, wie ich hier einen stehen habe, und keine Unterlage darunter, dann könnt ihr das da sozusagen mit
befestigen. Angetrieben oder also versorgt wird das Ganze von einem 18650er Akku. Auch hier könnt ihr durchaus irgendwelche Akkus nehmen, die ihr beim Dampfen verwendet habt und die jetzt ja ein bisschen lasch geworden sind. Ja, die können da durchaus noch verwendet werden, um euren Coil Maker hier zu verwenden. Auf der anderen Seite hier vorne haben wir einen USB-Anschluss, wieder Micro B, wie so üblich. So. Ja, und ihr könnt das Ganze also dann auch per USB laden, wenn ihr wollt. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ja, wenn ihr hier jetzt den Wahlschalter betätigt, beginnt diese Welle hier an dem dickeren Ende sich zu drehen. Hier ist also der Elektromotor. Ja, dreht sich und der Draht soll dann hier durchlaufen. Diese Welle ist freidrehend und dann spannt sich der Draht. So, mit der Stellung auf 1 dreht sich das Ganze im Uhrzeigersinn und auf 2 gegen den Uhrzeigersinn. Ja, und die Nullstellung ist halt aus. Kennt ihr ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier eine Coil machen. Wir brauchen erstmal einen Draht für die Seele. Das ist in diesem Fall bei mir ein 0,5er Kantal. Ja, habe ich mir schon mal ein Stück abgelenkt. Das sollte ein bisschen länger sein als diese 5 Inch. Ja, also da braucht ihr ein bisschen mehr. Ihr könnt sagen, ungefähr, der sollte wirklich von Rand zu Rand reichen. Wenn ihr das mal so hier anlegt, ja, dann habt ihr eine gute Länge. Mal gucken, ob ich das ein bisschen mehr in den Fokus kriege. So, ja. Ja, der reicht ziemlich genau von Geräterand zu Geräterand. So, zum Einspannen müssen wir erstmal diese Futter rausnehmen. Dazu lösen wir die Überwurfmuttern und nehmen das Futter raus. So, Überwurfmuttern sehen so aus und das sind die Futter. Ja, so ein einfaches Kreuz-Spannfutter. Das gleiche auf der anderen Seite. So, wir beginnen hier auf der schmalen Seite, damit dass wir den Draht durch die mittlere Öffnung schieben. So, dass der hier hinten wieder rauskommt. Dann setzen wir erst das Futter drüber. Das sollte möglichst mittig passieren, damit ihr den Draht nachher auch schön da durchziehen könnt, sonst wird das hakelig. So, hier können wir dann auch schon mal den Überwurf drüber machen. Allerdings nur locker, damit wir gleich den Draht noch weiter in das Gerät reingeschoben kriegen. So, dann ziehen wir das jetzt weiter durch. Jetzt ein bisschen aus der Mitte, jetzt muss ich mal sehen, dass ich den wieder raus. So, da war jetzt gerade ein bisschen hakelig. Ich muss möglichst durch die Mitte laufen. So, und dann zieht ihr das ungefähr so weit, ja, dass der hier etwa an dieser dem Arretierungspunkt ist. Und dann kommt hier auch wieder das Futter, dann kommt hier erst wieder der Überwurf drauf, dann das Futter, auch wieder schön mittig. Und dann ist zu empfehlen, hier hinten das letzte Stück umzuknicken. Hat folgende Bewandtnis: damit verhindert ihr, dass selbst bei großer Spannung, und die braucht ihr ja auf diesem Seelendraht, das Ganze sich wieder aus dem Futter bewegt. Ja. So, dann setzen wir das Futter hier ein, führen auch hier schon mal die Überwurfmutter locker auf. So. Und jetzt brauchen wir den Manteldraht. Der Manteldraht soll bei mir jetzt sein ein 0,3er Nichromdraht. Da habe ich mir mal einen guten Meter abgeschnitten, weil ganz einfach so ein Draht natürlich die eigene Tendenz hat, wenn man ihn einfach lose auf der Rolle hat, ja, und dabei nicht fest hat, dass das Ganze da einmal Ploing macht und man hat ganz viel Drahtchaos, was ich jetzt echt nicht gebrauchen kann.
Ja, aber so ein guter Meter sollte für die Coil durchaus reichen. So, den spannen wir jetzt so ein in dieses Kreuzfutter, dass er etwas außerhalb liegt. Ja. Also in etwa so. Der Seelendraht ist in der Mitte und hier ist der Manteldraht. So, dann auf Knopfdruck verhindern wir, dass sich die Welle weiter drehen kann und beginnen jetzt die Überwurfmutter hier zuzudrehen. So, jetzt arretiert sich das Ganze auch. Die haben hier so Nuten in der Welle drin. So, jetzt können wir das Ganze wirklich gut festziehen. So, hier einmal den Draht hier nochmal rausfummeln. So. So sieht dann also jetzt hier auf der Seite schon mal der Anfang aus. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Jetzt sollte man am besten sich hier so eine Spitzzange nehmen. Das hier ist ja auch die aus dem Coilmaster Werkzeugset. Geht es an andere Ende und packt da dieses Drahtstückchen, was hier rüber guckt. So, und an diesem Drahtstück ziehen wir kräftig und dann nach unten, damit dieser Draht hier möglichst straff gespannt ist. So, und dann machen wir hier nämlich auch die Mutter fest. So, wenn ihr das nicht stramm genug macht, eiert der Draht und eure Kleppen wird auf gar keinen Fall irgendwas. So, hier können wir noch ein bisschen abschneiden, damit der Draht nicht hier auf die Oberfläche kommt, sich hier verhakt. So, gibst du noch ein Stück ab. Zack. So. Ja, so ein Restchen, der hier bleibt, den können wir durchaus mal dran lassen. Der tut keinem weh. Aber er darf halt nicht unten auf den Boden kommen. Können ihn auch so ein bisschen zur Seite biegen. Ihr dürft ihn nicht hier durch diese Arretierungslöcher schieben. Ja, durch diese Drahtführungslöcher an der Seite. Sonst habt ihr dann auch Chaos. Der muss sich frei drehen können, der Draht. Gut. Etwas, was ich euch nur theoretisch zeigen werde, ist dieser Drahtstift. Ganz einfach, weil ich mit dem Ding überhaupt nicht klarkomme. Ja, ich habe es versucht, aber nicht mein Ding. So. Ihr habt hier in der Spitze so eine konische Öffnung. So, jetzt hat es die Kamera. Ja. Ja. Dann habt ihr hier eine Art, ich nenne das jetzt mal Drahtventil, Drahtgeber, der sich auf Knopfdruck öffnet. Ja. So sollt ihr, so die Grundidee von Coilmaster, die Drahtmenge oder die Drahtgeschwindigkeit, wie sich das Ding abwickelt, kontrollieren können. Ich bekomme das mit diesem Ding nicht hin. Ich habe da zu wenig Gefühl für dabei. Ja, also entweder, wenn ich Draht geben will und den Druck erhöhe, ist ganz schnell überhaupt kein Halt mehr in dem Manteldraht zum Zuführen. Und das gibt Chaos. Ja, und das hier ist dann sozusagen zum Festhalten. Ich zeige euch einfach mal sozusagen Trockenübungen, wie das funktioniert. Und ihr könnt dann schauen, wie das, ob euch das dann mal zusagt. So, ihr führt den Draht ein. Ihr könnt das natürlich auch andersrum machen, bevor ihr den einspannt. Aber da ich den ja eh nicht vorhabe zu verwenden, habe ich das jetzt als erstes gemacht. So, der kommt hier durch die Spitze. Dann kommt hier diese Drahtzugabekontrolle, wie auch immer, dieser Druckknopf, Druckknopfeinheit. Und schließlich der Griff. So, und das Ganze wird dann einfach zusammengeschraubt. Wie gesagt, ihr könntet das auch, wenn ihr das wirklich verwenden wollt, andersherum zusammenbauen und dann ein Stückchen Draht rausholen, um dann den um das dann sozusagen in dieses Futter da oben einzuspannen, aber da es geht halt für mich ohne dieses Ding viel besser.
Deswegen habe ich es von Anfang an weggelassen. So, und jetzt kommt nur noch dieser Kopf da oben drauf. So. So, und jetzt kommt mein Problem, nämlich, ja, also selbst wenn ich jetzt den Knopf nicht drücke und ziehe, dann wird schon Draht nachgeführt. Dieser Druckknopf, ich weiß nicht, was damit los ist, der zeigt irgendwie nicht genug Wirkung. Ja, klar, wenn ich den drücke, geht es noch leichter, aber ja, ich habe halt keine wirkliche Kontrolle über diesen Drahtnachfluss. Das ist nicht meins. Ja. Ansonsten ist halt das Prinzip so ein bisschen wie von diesen Druckbleistiften, wo man die Minen einlegen kann. Gut, aber wir tun das Ding weg. Wie gesagt, ich mache das jetzt ohne. Das geht für mich einfacher. Damit sind dann auch eigentlich unsere Vorarbeiten erledigt. Ich nehme jetzt den Draht so in die Finger, ja, und lasse den so über meinen Finger laufen. Derjenige, der diesen Stift verwendet, würde halt jetzt diesen Stift ungefähr so halten und dann ja, langsam Draht nachgeben. Aber wie gesagt, ich möchte wenigstens halbwegs versuchen, eine Clapton hinzubekommen und nicht, modernes Draht-Origami. Die Spannung sollte so sein, dass ihr auf dem Ding praktisch musizieren könnt. Und hier oben haltet ihr das Ding halt auch stramm. So, und dann schalten wir das Ding mal ein. Und dann lasse ich mal vorsichtig den Draht halt über den Finger laufen. Hier unter dem Daumen durch. Und damit kriege ich den Drahtnachfluss auch kontrolliert. Und zwar sehr viel besser als mit allem anderen. Gut, dann schalten wir das Ding mal ein und lassen mal laufen. Mal gucken, was ich da so produziere. So, jetzt an dieser Stelle habe ich das Problem, dass sich hier der Draht langsam umeinander wickelt. Jetzt versuche ich das Ganze mal aufzulösen, indem ich halt auf Rückwärtsgang schalte. So, jetzt ist der Drahtstoff wieder aufgelöst und ich kann hoffentlich das Ganze zu einem halbwegs ansehnlichen Ende bringen. So, wir sind am Ende angekommen, sogar ansonsten ohne große Knoten drin oder sowas. Ich muss sagen, es ist tatsächlich bisher die beste Klettenkeule, die ich auf dem Ding hinbekommen habe. Wir haben natürlich noch ein bisschen Manteldraht übrig behalten, also ja, hätte auch ein bisschen sparsamer sein können, aber naja, lieber so, als dass es mir auf halbem Wege ausgegangen wäre. Dann schneide ich den Draht jetzt hier ab. Und wir können den Draht rausnehmen und dann zeige ich euch mal, wie er so geworden ist in der ganz, ganz Nahaufnahme in der Detailansicht. So, bis gleich. Okay, das ist also jetzt der Clapton, wie ich ihn hier rausgeholt habe.
Ja, so ein ganz paar Stellen sind nicht so schön geworden, aber so im Großen und Ganzen finde ich, ist das schon ganz okay. Ja, sieht zumindest besser aus als beim Dampfwolke. Das ist ja schon mal, wie soll ich sagen, äh, irgendwas, was man da positiv sagen kann. Ja, also hier so ein, zwei Stellen, gerade am Anfang ist das ja häufig so, dass man sich so ein bisschen an die Laufgeschwindigkeit anpassen muss. Und hier die Stelle, das war da, wo ich mich kurz verknotet habe, wo ich wieder zurücksteuern musste. Das kann man dem Draht also ansehen. Also was mir auffällt, ist halt, dass dieser Manteldraht sich so ein bisschen bewegt auf der Seele. Ja, das ist also, ja, weiß ich nicht. Er rutscht nur mit Gewalt runter, aber er könnte fester sein. Ja, sagen wir mal so. Gut, das soweit zu der Handhabung von dem Gerät. Ich denke mal, das soll es dann auch für die Detail an sich gewesen sein. Wir können damit eigentlich wieder zurück switchen und dann werde ich mal so ein bisschen was zu dem Gerät an sich sagen, wie mir das so gefällt und was ich da vielleicht an Kritikpunkten anzumerken habe. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, dann mal wieder zurück in der Frontansicht für das Fazit zu diesem lustigen kleinen Gerät. Man hat gesehen, man kann damit Clapton Calls machen. Das ist halt nur die Frage, kann man sie damit gut machen? Also das Problem ist natürlich vor allem die Länge. Ja, die ist hier ganz stark festgelegt. Damit kann man eine Coil hinbekommen, ja, von der Länge her, aber viel mehr auch nicht. Ja. Wenn man längere Drähte bearbeiten möchte, kann man das hiermit nicht. Was man hiermit auch nicht kann, sind irgendwelche Infused Claptons oder sonst irgendwas, was zwei Seelen benötigt. Das geht hier garantiert schief. Ja, zum einen wickeln sich die Drähte entweder umeinander, weil ihr sie zu weit auseinandernehmen müsst. Zum anderen kann es sein, dass ihr die gar nicht zusammen reinbekommt. Ja, also eine ganz einfache Clapton bekommt man damit hin, mehr aber auch wirklich nicht. Vorteil bei dem Gerät ist, dass der Elektromotor sehr langsam läuft. Ja. Das ist schon besser als bei vielen Akkuschraubern, die also eine höhere Drehzahl haben, bautechnisch bedingt oder anwendungstechnisch bedingt. Da kann es schon mal sein, dass es einem einfach zu schnell geht. Ja, das Ding ist halt, sag ich mal, was die Drehzahl angeht, sehr gemütlich. Und das bedeutet auch, was man halt mit dieser Drahtführung, den Draht von oben beizuführen, sehr viel Möglichkeiten, das Ganze gut zu kontrollieren, schön sauber zu führen, ja, auch ein Gefühl dazu zu entwickeln, wie dieser Draht läuft. Das ist also schon besser als bei vielen Akkuschraubern. Ein echtes Problem für mich sind die Futter. Ja. Die Futter haben das Problem, dass sie nicht besonders gut dafür sind, diesen Draht festzuhalten. Er geht gerne, löst er sich gerne, bewegt sich irgendwie da drin und das kann man bei diesem Seelendraht überhaupt nicht gebrauchen, weil sich dann automatisch dieser Manteldraht verknotet. Ja, das ist mir so gerade am Anfang viel passiert, bis ich das halt raus hatte, dass man diesen Seelendraht am besten hinten so ein bisschen umknickt, dass der die Spannung sauberer hält und sich nicht durch die Futter wieder rausziehen kann. Ja, weil das merkt ihr dann häufig, wenn ihr das Ding verwendet, dass der dann am Ende anfängt, sich ständig irgendwie zu verwirbeln und zu verknoten. Ja, das ist halt so eine Sache. Also diese Futter, ja, sind also wirklich ja, sehr einfach, aber leider nicht wirklich ausreichend für eine saubere Spannung. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass diese Teile sehr wenig stabil sind. Ich zeige euch mal den ersten
den ich hatte von diesen Teilen. Da ist die Welle abgebrochen hier vorne. Ja. Das habe ich so aus dem Paket rausgeholt. Ja. Und ich habe das erst gar nicht kapiert. Ich habe mich gefragt, ob man diese Welle irgendwie festmachen muss oder sowas nochmal extra. Die ist aber sauber hier drin abgebrochen. Die ist wirklich nicht sehr stabil. Deswegen würde ich also empfehlen, so ein Ding halt dann nicht einfach so zu transportieren, sondern zum Beispiel hier dieses Carrier-Bag von Coilmaster, das da rein zu tun. Das wird sicherlich besser sein, als das in der Pappschachtel von Dampfertreffen zu Dampfertreffen zu schleppen, wo es dann nachher sagen hops geht. Ja, auf der Website soll das Ding 30 Euro kosten. Entsprechende Händler Zu- und Abschläge gibt es ja da häufig, aber ich würde mal sagen, mehr als 30 Euro wäre schwer zu rechtfertigen für das Ding. Diesen Stift hier, ich weiß nicht, vielleicht kommt damit einer besser klar. Ich meine, bei dieser Bohrmaschinengeschichte ist mir das auch schon mal passiert, dass ich diesen Manteldraht geführt habe. Ja. Und das ging dann irgendwann ein bisschen schneller und dann bin ich mit der Haut vom Zeigefinger, weil ich das habe laufen lassen, in diesen Coil geraten bin. Der wurde mit sozusagen um den Seelendraht gewickelt. Das tat schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Das war ein bisschen geklemmt. Aber ja, war jetzt nicht so, dass es als Unfall gelten würde oder sowas. Ja? Also da ist es vielleicht schon angenehmer, man hat Angst, sich an dem Draht zu schneiden. Ich weiß nicht, wie dünne Drähte man hier teilweise nehmen möchte oder so. Also mit dem 0,3er Draht das Ganze beim Finger laufen lassen, ist also kein Problem. Deswegen mache ich es halt lieber mit der Hand. Da habe ich halt mehr Kontrolle, mehr Gefühl drin. Andere mögen das anders sehen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr von diesem Gerät sowas da Erfahrung mitgemacht habt, wie ihr das so seht. Ja, wie ist mein wirkliches Fazit, mein Gedanke zu dem Gerät? Braucht man wirklich eigentlich nicht unbedingt. Also lieber ein bisschen mehr Geld für einen guten Akkuschrauber ausgeben, der eine vernünftige Drehzahlkontrolle hat, ja, wo man auch ein bisschen langsamer laufen lassen kann und der auch ein vernünftiges Futter hat, das halt die Drähte vernünftig halten kann. Da habt ihr echt mehr gekonnt als mit diesem Ding, ja, das euch doch sehr einschränkt. Ja, es ist vielleicht ganz interessant für Leute, die es mal machen wollen, aber die können sich auch die Claptons fertig kaufen. Also ihr müsst entscheiden, aber so wirklich sagen, hey, da sehe ich die perfekte Nische für das Gerät, ist mir im Augenblick nicht möglich. Ja, es ist für Anfänger vielleicht ganz interessant, aber ihr kommt schnell an eure Grenzen, wo ihr dann vielleicht was anderes ausprobieren wollt und das funktioniert mit dem Gerät nicht. Deswegen werde ich es besser, wenn Coilmaster vielleicht die ganze Geschichte nochmal überarbeitet, dass man sozusagen diesen Antriebsteil, ja, diesen hier einzeln hat, vielleicht auch ein bisschen anders gestaltet. Ansonsten vom Innenleben kann man ihn fast so lassen, auch wenn der Motor, wie Dampfwolke schon sagte, naja, nicht wirklich so klingt, als würde er ewigen Belastungen standhalten. Und diesen Teil hier weglassen und stattdessen einen vernünftigen Wirbel oder sowas aus dem Angelbedarf dazulegen. Vielleicht auch mit alternativen Befestigungen vielleicht, dass man sich überlegen kann, den wie so einen Saugnapf irgendwo festzumachen oder vielleicht auch mit einer Ösenschraube irgendwo an die Wand, irgendwas in der Art. Ja? Dann hätte man da was Schönes. So würde ich fast sagen, nett, aber auf gar keinen Fall ein Must-Have. Schön wäre natürlich, aber das würde dann wahrscheinlich wirklich schon unter professionell laufen, man hier auch so eine Art ja, Befestigung für die Drahtspule hätte, dass man dann nur noch das Ganze langziehen müsste. Vielleicht mit noch so einer Führungsöse oder so, ähnlich wie bei einer Nähmaschine.
dann wäre damit auch ein Gerät geschaffen, da könnte man locker auch mal einen Hunderter für verlangen oder sowas. Ja, wenn das sagen, mit so einer automatischen Drahtspule wäre oder sowas, wo man dann sozusagen auch das Nachfüttern schon erleichtert bekommt. So sind also die 30 Euro das Maximum von dem, was ich für sowas zu zahlen bereit bin. Gut, das war dazu. Jetzt kommen wir aber noch zu einer anderen Sache. Coilmaster möchte euch etwas verlosen, möchte eine Verlosung machen, und da werde ich euch mal die hier jetzt ankündigen. Und zwar möchte Coilmaster folgende Dinge unters Volk bringen. Zum einen diese Reißverschluss USB-Anschlüsse. Ja, ihr habt ja so einen normalen USB-Anschluss und hier zwei Micro-B-Anschlüsse, und dann hier könnt ihr die Dinger wie so ein Reißverschluss auseinander machen. Ja. Des Weiteren haben die aus ihrem Werkzeugset das Breajig V2 ausgelobt. Ja, das ist wirklich genau dieses Ding, was auch in den Werkzeugsets drin ist. Ja, mit dieser Basis, den Köpfen von 2 bis 4 mm und den dazugehörigen Aufsätzen. Die könnt ihr gewinnen. Und zwar könnt ihr die gewinnen, indem ihr dieses Video hier auf Twitter und Facebook teilt. Ja, das läuft also diesmal nicht über irgendeine Ziehung oder sowas. Das macht alles Coilmaster selber. Ich spendiere nur sozusagen dieses Ankündigungsvideo dazu. Teilnahmebedingungen sind natürlich dann rechts, links und andere Wege ausgeschlossen. Und ihr müsst aus Deutschland kommen. Ja? Das ist die Bedingung, die Coilmaster daran stellt. Ich mache nur das Video hier, damit die sozusagen die Gewinner finden. Gut, das war das Video zum Coilmaster Clapton Coil Maker. Ja, dann bleibt mir nur wieder mal Danke an Coilmaster zu sagen, dass ich testen durfte. Und euch danke ich wie immer für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter